Das ist Rio, unser Findelhund aus Griechenland, und wir sind Sarah und Tobi. Zusammen bereisen wir die Welt in unserem Oldtimer. Ob viele an ihm gezweifelt haben? Ja, definitiv. Aber das hält uns nicht auf und so entdecken wir die Welt zu viert und leben unseren Traum. Herzlich willkommen zu unserem letzten Kostenvideo. Es handelt sich um eine Zusammenfassung von unserer Europareise von September bis Ende Juli. Genau, in der Zeit sind wir von Deutschland aus Richtung Griechenland gefahren und dann in die Türkei, um wieder zurück nach Schweden und Deutschland zu fahren. Also einmal von Süd nach Nord wieder. Und wir haben jetzt die ganzen Kosten nochmal aufgeschlüsselt. Wir hatten ja am Anfang die Kostenvideos gemacht, die einzelnen, und haben es dann aber aufgehört, um dann einfach eine Zusammenfassung zu machen. Und ja, was jetzt noch hinzukam oder wie sich es geändert hat, das hört ihr jetzt gleich. Genau. Fangen wir gleich mal mit der größten Position an, was sich jeder denken kann, der Sprit. Da haben wir insgesamt 3.672 Euro ausgegeben. Ja, die aktuelle Entwicklung hat da seins beigetragen. Vor allem in Schweden haben wir halt zum Teil 2,50 Euro pro Liter gezahlt. Ja, es ist natürlich eine knackige Position. Bevor wir die Reise gemacht haben, hatten wir natürlich eigentlich schon mit höheren Spritpreisen kalkuliert gehabt, als sie damals waren. Und wir haben eigentlich auch einen guten Aufschlag gemacht, würde ich sagen. Aber so einen hohen Aufschlag haben wir dann doch nicht gemacht. Aber gut. So ist es. Man muss auch sagen, dass wir natürlich auch hätten langsamer reisen können, wenn wir nicht den Termin bei Tobis Papa in Schweden gehabt hätten zum Geburtstag feiern und nicht den Termin von der Hochzeit von Tobis kleiner Schwester in Deutschland. Dann hätten wir in den letzten Monaten uns ein bisschen mehr Zeit gelassen mit den einzelnen Ländern. Ja, nichtsdestotrotz, es gehört dazu, es ist die aktuelle Entwicklung und man muss es so nehmen, wie es kommt. Essen gegangen sind wir für 366 Euro und insgesamt für die Lebensmittel, die wir benötigt haben, haben wir nochmal 1.614 Euro ausgegeben. Man muss dazu sagen, bei unserem Kochen, ihr habt es in den Videos gesehen, wir kochen sehr, sehr simpel, haben gerade in Südeuropa, haben wir von diesen tollen Lebensmittelmärkten profitiert mit dem frischen Obst und Gemüse, das war natürlich ganz toll. Und wir haben ganz lange von den Linsen und so aus der Türkei gezehrt, ja, weil wir da echt viele gekauft hatten. Davon zehren wir immer noch. Nee. Und dadurch, ja, wie man sagt, wir haben so gut wie kein Fleisch, weil die Sarah Vegetarierin ist. Und ich glaube, dadurch hält sich bei uns auch relativ in Grenzen und wir leben in dem Punkt wirklich low budget. Ja, und auch mit Käseprodukten und so weiter. Tobi ist laktoseintolerant. Das heißt, wir haben halt, wir sind vermutlich nicht die Norm beim Essen gehen oder Essen ausgeben, weil ich kaufe mir relativ selten Käse, weil mir das meistens zu viel dann ist, weil ich niemanden habe, der das mit isst. Für die Übernachtung haben wir 267 Euro ausgegeben, also Campingplätze oder einfach normale Stellplätze, weil wir einfach die meiste Zeit frei stehen. Genau, dann kommen wir zum Internet. Da haben wir 235 Euro ausgegeben, wobei man auch dazu sagen muss, dass wir ja unsere Verträge in Deutschland hatten, die bei den Fixkosten mit dabei sind, aber da haben wir jeweils nur 3 GB und wir haben halt fürs Video hochladen hauptsächlich im Internet gekauft. Und je nach Land gab es halt da wirklich gute Angebote. Und oder manchmal auch schlechte. Oder auch schlechte. In den Ländern, die teurer sind, haben wir dann einfach unseren deutschen Tarif aufgestockt zum Hochladen oder so. Oder haben WLAN-Spots genutzt. Ja. Genau, und dann Eintritte? Kommen wir zu den Eintritten. Eintritte, also da haben wir jetzt drunter gefasst wie Sehenswürdigkeiten, Museen, also so alles in der Richtung, da liegen wir bei 102 Euro. War natürlich vor allem die archäologischen Ausgrabungsstätten Türkei, Griechenland, da haben wir super viel gesehen. Ja, das waren eigentlich, glaube ich, so die großen oder Albanien auch ein paar, genau. Aber das meiste haben wir in Griechenland, glaube ich, besichtigt. Mit den Ausgrabungsstätten, ja. Dann kommen wir zu einer anderen großen Position, und zwar die Reparaturen am Fahrzeug. Also wir hatten ja, wie ihr gesehen habt, einmal diesen
das kaputte Radlager, das war nicht geplant. Das war ein geplantes kaputtes Radlager. Und in Nordmazedonien dann die Reparatur, wo wir neue Federn, neue Gummilager also wo wir alle Gummis von der Vorderachse zum Beispiel neu bekommen haben, beziehungsweise neue Achsschenkelbolzen und so weiter. Die Kosten belaufen sich insgesamt auf 1.565 €. Und ja, dafür haben wir jetzt ein Auto, das zumindest in der Theorie sehr gut dasteht. Was wir da jetzt noch nicht drin haben, sind unter anderem die Teilekosten von den Blattfedern und so. Also Blattfedern, die ganzen Ersatzteile für die Gummis und so. Wir schreiben es hier nochmal rein, aber war ungefähr nochmal 1.000 € on top. Mhm. Wir haben die Blattfedern bei einem Blattfedershop bestellt und die kosten halt schon in der Lage, die wir hatten, insgesamt schon 560 bis 600 €. Aber dafür haben wir jetzt neue Blattfedern und die sollten jetzt erstmal länger halten. Also da wären wir dann nicht bei den 1.500, sondern bei knapp 2.500, 2.600 €. Müssen wir gleich dazu rechnen. Ja. Bei den Reparaturen her haben wir eigentlich auch nicht so hoch kalkuliert gehabt, ursprünglich mal. Aber gut, ich meine, das Auto war jetzt unser Vollzeit zu Hause, also es war unser Rückzugsort, unsere Übernachtung, unser Schneckenhaus, was wir überall hin mitziehen, und dafür, ja, ist es okay, denke ich. Ja. Und ich glaube, die meisten, die mit dem Auto unterwegs sind, mit dem alten Auto, wissen, es gibt immer irgendwas zu tun. Man sieht es bei unseren Undichtigkeiten, wenn eine Sache dicht ist, kommt die nächste, und gerade beim alten Auto wird das immer so sein. Trotzdem möchten wir es nicht wissen. Das stimmt. Ja. Dann kommen wir jetzt zum Hund. Wir haben ja seit Ende November Rio mit dabei, und ja, der Kleine hat uns mittlerweile schon etwas gekostet, und zwar 713 €. Also darunter fallen die Tierarztkosten, Futterkosten, der Biss, den wir in der Türkei hatten, da die Tierarztkosten, also alles, was für den Hund ausgegeben wurde, fällt darunter. Mhm. Und dadurch natürlich auch, dass wir in die Türkei wollten, kam ja auch noch dieser Tollwut-Antititer. Ich glaube, wir haben den damals schon erwähnt. Das musste ja auch mit einer Blutuntersuchung der Titer noch bestimmt werden. Also es sind dann ein paar Kosten, die einfach anfallen, wenn man die EU verlässt. Und wir wussten auch nicht, wie teuer die ist. Also wir haben, glaube ich, damals ein recht günstiges Angebot gehabt mit 80 €. Ich glaube, 80 € haben wir für den Antititer-Test gezahlt. Aber ich glaube, die können auch über 100 kosten. Genau. Dann haben wir noch so Kosten, die wir zusammengefasst haben als sonstige. Das ist sowas wie Gas auffüllen lassen, Wäsche waschen, Parkgebühren, und da lagen wir bei 221 €. Das bedeutet, summa summarum waren das 8.755 plus jetzt eben eigentlich nochmal 1.000 dazugerechnet, also sagen wir 9.755. Plus die Fixkosten, die wir schon jeden Monat hatten. Das sind insgesamt 2.238. Ja. Und zusammen wären wir dann bei 11.993 € für 10 Monate Reise. Genau. Und da will auch gesagt sein, wir haben in der Zeit jetzt nichts für unsere Rente zurückgelegt, und es ist wirklich rein die Reisekosten, die wir ausgegeben haben. Und am Anfang hatten wir natürlich noch Lebensmittel von unserer Wohnung, was am Anfang die Lebensmittelkosten reduziert haben. Genau. Aber ich sag mal, das wird jeder ähnlich haben, wenn er startet, dass man noch Lebensmittel von zu Hause hat, die man einfach mitnimmt, bevor man sie wegschmeißt. Ja, genau. Definitiv. Ja, so. Ich glaube, sonst ist alles gesagt. Falls irgendwie noch Fragen irgendwie aufkommen sollten oder wir irgendeine Position... Rio zieht gerade die Papiertüte entlang. Falls noch irgendwelche Positionen euch auffallen oder ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare, und wir probieren es natürlich bestmöglichst zu beantworten. In diesem Sinne verabschieden wir uns dann jetzt von unserem 10 Monate Kosten-Reisevideo und fiebern weiterhin auf unsere Abreise Richtung Nordamerika hin. Das Auto wird laut Plan übermorgen verschifft. Wir haben jetzt den Flug so gebucht, dass wir mehr Puffer hatten. Aber ja, jetzt
rückt der Tag näher. Also übermorgen ist dann, wenn das Video rauskommt, gestern gewesen. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.